Also hier wächst wirklich zusammen, was zusammengehört, und ich habe das gerade schon eingeordnet. Man kann das in dieses Bild fassen. Also die CDU hat wirklich weniger konservative Werte als linke Partner. Ja, also Mario Vogt ist heute mit den Stimmen von 3 linken Kräften, von den 3 linken Kräften im Thüringer Landtag gewählt worden. Es gibt ja außer der AfD nur noch linke Kräfte, wenn man die CDU jetzt mal beiseite schiebt. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr euch auch gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass ein Mann wie Mario Vogt mit den Stimmen der Linken Ministerpräsident von Thüringen wird? Und was bedeutet das für den Wählerwillen und die Politik in Deutschland? In diesem Video werfen wir einen genauen Blick darauf, wie Björn Höcke Vogt und die CDU im Thüringer Landtag scharf kritisiert. Höcke spricht von einem Verrat am Wählerwillen, und das hat viel zu sagen. Warum ist das Ganze so brisant? Welche Fragen könnte das für die Politik in ganz Deutschland haben? Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an, es wird spannend. Und denkt dran, liken, abonnieren und vor allem kommentieren. Was denkt ihr über diesen Machtkampf? Schreibt es in die Kommentare, wir wollen eure Meinung hören. Auf geht's! Guten Tag, Herr Höcke. Jetzt ist der Tag X gekommen und es ist schneller gegangen als erwartet. Denn Thüringen hat einen neuen Ministerpräsident. Wie sind Ihre unmittelbaren ersten Gedanken? Ja, das sind klare Verhältnisse, die wir vorgefunden haben, beziehungsweise die wir auch mit unserem Verhalten zum Ausdruck bringen wollten. Letztlich haben wir in Thüringen mittlerweile ein 2-Kräfte-Block, so muss man das einordnen. Da ist die AfD und das der Rest. Das Kartell. Und ich glaube, das ist das, was auch für Deutschland in Zukunft bestimmt sein wird. Das Parteiensystem wird zu einem bipolaren System werden mit 2 großen Kräften, und eine große Kraft wird die AfD sein. In Thüringen deutet sich das jetzt schon an. Ansonsten ist für mich beeindruckend gewesen, wie auch symbolisch sehr beeindruckend gewesen, wie nah Ramelow und Vogt sind. Also der scheidende Ministerpräsident der Linken und der neue Ministerpräsident in Anführungszeichen Christlich-Demokratischen Union standen ja nicht nur beisammen vor der Wahl, sondern Ramelow und Vogt umarmten sich wie alte Freunde. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass sich die Wangen berühren. Also ich will jetzt nicht vom sozialistischen Bruderkuss sprechen, aber das war schon sehr nah dran. Also hier wächst wirklich zusammen, was zusammengehört. Und ich habe das gerade schon eingeordnet. Man kann das in dieses Bild fassen. Also die CDU hat wirklich weniger konservative Werte als linke Partner. Ja, also Mario Vogt ist heute mit den Stimmen von 3 linken Kräften, von den 3 linken Kräften im Thüringer Landtag gewählt worden. Es gibt ja außer der AfD nur noch linke Kräfte, wenn man die CDU jetzt mal beiseite schiebt. Und er hat also 7 Stimmen von den Linken bekommen. Meine Fraktion hat geschlossen gegen Vogt gestimmt, weil das nicht der Wählerwille ist. Diese Brombeer-Koalition ist nicht der Wählerwille, dieser Mann als Ministerpräsident ist nicht der Wählerwille, die Sympathiewerte für Vogt sind überschaubar. Hier hat sich ein Mann mit seinem Machtwillen durchgesetzt und hat jeden Inhalt verraten. Und es gibt ja diesen schönen Dreiklang, erst das Land, dann die Parteien, dann die Person, und Mario Vogt steht wirklich dafür, dieses Prinzip, das eigentlich staatspolitisches Ethos jedes verantwortlich handelnden Politikers sein sollte, umgedreht zu haben. Also kein guter Tag für Thüringen, aber ein Tag der Ehrlichkeit und ein Tag, an dem, glaube ich, viele Thüringer Wähler erkennen, dass es so kein Weiter geben kann. 2 kurze Anschlussfragen. Bis zuletzt ist ja viel spekuliert worden. Es gab unterschiedliche Variationen, welches Szenario jetzt eintreten würde. Haben Sie vorgehabt zu kandidieren in einem 2. oder vielleicht 3. Wahlgang, und sind Sie überrascht, dass es jetzt tatsächlich zu diesem Deal, wie Sie gesagt haben, mit noch einer weiteren linken Partei gekommen ist und der CDU? Nein, überrascht sind wir nicht, aber die Deutlichkeit des Deals ist ja frappierend und ins Auge springt. Wie gesagt, 7 Stimmen von den Linken. Ramelow hatte ja schon angekündigt, dass er für die Mehrheit sorgen würde, aber dass dann so viele linke Abgeordneten in einer geheimen Wahl ihre Stimme für Vogt gegeben haben, zeigt ja auch, dass hier ein großer Gleichklang auch in der politischen Ausrichtung, im politischen Wollen vorherrscht. Für den ersten Wahlgang war es für uns schwer, noch einen Kandidaten anzumelden, weil die Einladung zum Sonderplenum sehr kurzfristig kam. Es war eigentlich formal unmöglich für uns,
Jedenfalls dann, wenn wir das Prozedere exekutiert hätten, das normal ist, eine Fraktionsversammlung einzuberufen nach einer Einladung und dann in einer Fraktionsversammlung einen Kandidaten zu bestimmen. Das war in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Das heißt, wir hätten eine Ausnahmegenehmigung gebraucht und wären dann wieder auf die 2/3 im Plenum angewiesen, wenn wir noch einen Kandidaten im ersten Wahlgang hätten einbringen wollen. Deswegen haben wir uns auch unter diesem Aspekt dagegen entschieden. Aber wie gesagt, wir haben komplett geschlossen gegen Vogt gestimmt und ich glaube, das ist das Wichtige nochmal. Das ist jetzt ein Ergebnis, das Klarheit schafft und das deutlich macht, die CDU ist eine linke Kraft und ist eine Kraft, die voll im Parteienkartell aufgeht und die bereit ist, jede bürgerliche Wertsetzung zu opfern. Und abschließend vielleicht dazu, die Rede von Herrn Vogt als neu gewählten Ministerpräsident war eben eine Rede, wie wir sie von Vogt kennen, phrasengeschwängert. Das war keine staatsmännische Rede. Das war keine Rede, die die Menschen erwartet haben und die sorgenbedrückten Menschen draußen in Thüringen erhofft haben. Eine Rede mit Visionskraft, eine Rede mit Klartext, eine Rede, die auch Kraft ausstrahlt und Veränderungswillen ausstrahlt. Diese Rede steht für ein Weiter so. Diese Rede ist der Ausdruck eines Machtpolitikers, der sich nur um sich selbst dreht und der sich in den nächsten Jahren in Politikverwaltung flüchten wird. Und ich hoffe, dass wir ihn so schnell wie möglich ehrlich machen können und diese Bromberg-Koalition nicht 5 Jahre durchträgt. Abschließend, ich möchte direkt daran anschließen, am 23. Februar stehen Neuwahlen bundesweit an, weil die Ampelkoalition bereits, wie erwartet, leider Gottes brüchig geworden ist und ihre Legislaturperiode nicht durchgehalten hat. Erwarten Sie ein ähnliches Schicksal für die Bromberg-Koalition und also eine kurze Regentschaft, keine vollen 5 Jahre für Mario Vogt? Die Problemhallen sind gewaltig, die Kartellparteien aufgehäuft haben. Das gilt für Deutschland wie für Thüringen auch. Die Migrationskrise wird mit voller Wucht zurückkommen. Sie ist ja niemals weg gewesen. Wir haben ein gigantisches Krankenhaussterben in Thüringen. Wir haben einen Prozess der Deindustrialisierung, der ohne Not von den Kartellparteien initiiert worden ist, durch die künstliche Energieverknappung und künstliche Energiepreiserhöhung, durch unnötige Russlandsanktionen, durch überbordene Steuer- und Abgabenlast. Alles das sind Problemfelder, auf denen die Kartellparteien operieren, die sie selbst erst geschaffen haben. Und sie sind nicht in der Lage, diese von ihnen selbst verursachten Probleme zu lösen. Und das gilt auch für Thüringen, das gilt auch für Mario Vogt. Es wird schlimmer werden und wir werden, denke ich, sehr dynamische Zeiten erleben.